Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu der Thaumaturge. Gut, letzte Folge haben wir unsere Schwester sozusagen die Ehre verteidigt und ein paar Typen auf die Fresse geschlagen. Die haben es halt auch verdient. Und jetzt werden wir hier mal mit einer anderen Dame mal ins Gespräch kommen. Schauen wir mal, wer das ist. Someone new. Good evening. Hallo. Good evening, Viktor Schulski. Schulski. Irina Orlova of those Orlovs. Keine. This is Natalia Obolenskaya, and this strangely quiet soul is our delightful Sofia Skawan. Irina is exaggerating. Nice to meet you, Mr. Schulski. The Governor General's daughter herself. How do you do? What can you tell us? Fragen, ob sie Spaß haben, etwas entgeht, ist so weiter. How are you enjoying yourselves? We can't complain. Seeing as we're debutantes, we're getting a lot of attention. Really? Maybe you'll tell us something about yourself. I suspect you want to hear more about the book. We've never met a thaumaturgist before. To tell the truth, I didn't believe they existed. A thaumaturge. Don't worry. But now you do. Well, it depends on what kind of trick you show us, Mr. Schulski. Gehen. I need to slip away for a moment. Slip away. No, what a shame. Oh, pity. Okay. Ist das nicht unser Herr Schlunski? Der Name. Dann haben wir Not gehabt. Werbeplakat für eine Seance. Die Oberfläche des Plakats spiegelt die positiven Gefühle der Passanten wider, die sich durchgelesen haben, darunter die Neugier in Bezug auf das mysteriöse Medium und Aufregung, die sich durch einen erhöhten Puls verrät. Anscheinend sind die Seancen der Madame sehr beliebt. Davidska. Da haben wir wohl verhört? Ja, scheint so. Aber was könnte hier noch sein? Irgendwas... Ah. Goldener Cave. Im Golden Cave sitzt ein exotischer Vogel, der mit seinen schwarzen Knopfaugen beobachtet. Um den Golden Cave schwirren geflüsterte Worte einer Frau, die darüber nachdachte, ihn zu öffnen. Sie stand kurz davor, den Vogel aus Jux zu befreien, um das darauf folgende Chaos zu genießen. Irgendetwas hielt sie jedoch davon ab, weshalb der Vogel noch immer im Käfig ist. Unbekannte Spur. Ja. Das ist schwierig zu sagen. Ich entdecke hier so an sich nichts. Wobei ich bei dem Käfig überrascht war. Oder ist das für oben dann schon? Ich check's nicht ganz. Isn't that our Mr. Schulski? Schulski. Oh. I've heard a certain secret. Do you want to hear it? Come now, we won't tell anyone. Mhm. Sie erst ein wenig ärgern. Or maybe I shouldn't. Do you like being a tease? Forgive me, ladies, for teasing you like this. Here's the secret. Come on, we're dying to know. Someone was recently playing with the lock on one of the gilded cages, wondering what would happen if all the birds escaped captivity. And I know for certain it was one of you.
Sophia, that sounds like you. Admit it. And now what will happen to us, Mr. Schulski? Vorschlag, ein Geheimnis gegen ein Geheimnis zu tauschen. In exchange for my discretion, I need another secret of yours. That's the only way to keep everyone in check. What should I choose? Our fathers don't know we're here. There you are. How naughty. None of your fathers know? None, especially not Sophia's. Otherwise, he wouldn't have let her come. I'm very satisfied with this trade. And what now? I need to slip away for a moment. We should go as well. We've really forgotten ourselves around you. That's nice to hear, but I understand. The soiree won't wait. I hear Rumyantseva has invited a real medium. Will there be ghosts? That I'd like to see. Okay. Ja, was hätten wir sonst tun sollen? War ja lustig, ne? Das schon untersuchen. Fächer mit Perlmuttgriff. Wahrscheinlich hat die Besitzerin damit meistens ihr freches Grinsen verdeckt. Ein klassisches Manöver der gehobenen Gesellschaft, simpel aber effektiv. Die Besitzerin des Fächers ließ ihn kokett und vorsätzlich fallen, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Werde sie nicht enttäuschen. Aha. Also haben wir sie jetzt. Hier ist jetzt einmal Frieden. Dann gehen wir weiter. Mal in die andere Richtung gehen. Okay. Da ist soweit bis jetzt einmal nichts. Ah, der wieder. Der Mr. Ivan. Schulski? I didn't expect to see you here, of all places. You don't know how very flattering that is. And what brings you to the Imperial? Sagen, dass du Teil der gehobenen Warschauer Gesellschaft werden möchtest. The CREME of Warsaw Society is here, so I thought it would be worth showing my face. With a name like yours, I'm sure you fit right in. After all, someone must have invited you. Naja, mit der Schwester, sagen wir ehrlich, ne? I'm not worthy. My sister brought me along out of pity, I think. And so, Miss Ligia is here too. Why do you ask? No reason. What are you hoping for this evening? Who knows? Maybe I'm keeping an eye out for the future Mrs. Schulska. Best of luck. You'll need it, since Ligia ended up with the entire inheritance. How do you know all these things? People talk, I listen. That's all. Who are you, really? Just someone who wants to enjoy himself at a party. And what are you doing here, Mr. Konieczkin? I'm passing the time. Ah, curious hobby. I'm simply interested in people. Ah, okay. Do you know these circles well? They're not hard to figure out. A gang of none-too-bright layabouts, chasing amusement after amusement after amusement. Do you feel part of that gang?
I'm not one of them. And neither are you. Nor was your father. Fragen wir mal wegen den Narben, ne? Sagen wir mal ganz nett. If I may, there's one question niggling at me. How did you get so many scars? Why do you ask? I've heard that Russian officers in training have drunken duels with sabers after hours. No. A very peculiar custom, if that's true. So where did those scars come from? I've led an interesting life. Who did you say you were to my father? A trusted acquaintance. I supported him with good advice. Though truth be told, he rarely needed it. Your father had a gift for making good decisions. Which of my father's decisions would those be? Ones that were good for your family. Perhaps we'll have the chance to return to this another time. Goodbye, Mr. Schulski. Really? Yes, I'm sure. Vorne beim Gehen, das wäre nicht so schön. So. Suite 237, so steht's geschrieben. Wir treten ein, das ist fein. Hallo. Oh yeah. Svetlana Petrova Romanjewska, oder langer Namen. Das braucht 3 Zeilen. Ja, oder? Thaumaturge never fails me. There is something here. Ich sehe. Kerzen in einer Reihe, eine Reihe brennender Kerzen. Wahrscheinlich sollen sie den Ort eine geheimnisvolle Aura verleihen. Die Flammen formen sich zu einem Bild. Eine Hand, die über dem Feuer tanzt. Ein Augenpaar, das der Hand folgt. Und Lippen, die angespannt und aufgeregt Worte von sich geben. Das Versprechen, etwas einzufangen. Die Sicherheit, dass das Vorhaben gelingen wird. Du wirst mir gehören. Und um wen es wohl geht? Ich weiß es nicht. Mysteriöses Buch. Ein Buch mit einem Lied im Band, das Madame Samir gehört. Eilig gekritzelte Worte, nervöses Blättern, unleserliche Notizen und noch etwas anderes. Eine Handlung der Hand, die ich nicht definieren kann. Etwas verbirgt sie vor mir, als ob das Buch nicht gelesen werden möchte. Merkwürdig. Ja. Maybe that's enough. What do you want? Ah. Der Stoff. The trick with entering someone's head. I know one person who can do that. You're not much of a thaumaturge if you can't. You Nipper. come here to torment me, unmask me. I don't see any fun in unmasking you. So what do you want? Auf die Doppelidentität. Madame Samira ist nicht nur ein mysteriöses Medium, sondern auch eine Thaumaturgin. Sie ist sich der Anwesenheit des Weles bewusst. Sie will selbst einfangen, weshalb es ihr gar nicht passt, einen anderen Thaumaturgen zu sehen. Sie ist eindeutig fest entschlossen, sich den Salutor zu sichern, weshalb sie alles versucht, um mich von der Jagd abzubringen. I think your idea of pretending to be a medium is fantastic. It sounds like I impress you. How many people know? Is that a threat? Your Sirin is quite impressive. Flattery will get you nowhere. Madame, you're being impolite. What about a little competition? We'll see who wins. I'll pass. Samira Salutor sieht gelinde gesagt beeindruckend aus. Es ist ein Sirin, er passt perfekt zu ihrer geheimnisvollen Aura. Madame Samir, die geheimnisvolle Madame Samir ist in Wahrheit eine Thaumaturgin, die von Sirin begleitet wird, der genauso faszinierend ist wie sie. Sie spielt die Rolle des Mediums, um sich frei auf Gesellschaften, Zusammenkünften bewegen zu können, die auch Weles, den Salutor, den sie jagt, anlocken könnten. I noticed a wild salutor here. I understand your being here has something to do with him in particular. Keep your nose out of this. Why? Because I'm warning you. What do you know about this salutor? Do you know its name?
Don't you? A name doesn't tell us much anyway. All that matters is picking out the person in this crowd with the flaw. I know perfectly well who carries the flaw. Another reason for you to stay out of it. Nach der Person mit dem Laster, was? The person with the flaw attended the seance, right? So I'm on the right track. Have you finished? That's not such a ladylike tone, madame. Maybe we should just let the best one catch that sedutor. You mean yourself? Wird das nicht vergessen, das Gespräch beenden? So should we finish up? That would be best. Das ist nicht And sehr listen to me freundlich. carefully, Mr. Whatever your name is. Slunski. Schulski. Schulski. You can call me Victor. Now, Mr. Shulsky, you will vanish like a bad dream, and I will get back to work. Sirin. Sirin kam mit persischen Händlern nach Ruthenien, den slawischen Glauben nach sie heilige Lieder, die Glück bringen, aber die Menschen können durch sie vom Weg abgebracht werden. Sie sind verführerisch, schön und äußerst gefährlich. Ihre bevorzugten Laster haben mit großer Trauer, dem Bedürfnis zu vergessen, Nachsicht, Mitleid und Vergebung zu tun. Die Sirin, die ich gesehen habe, gehört Samira. Ich kann diese nicht an mich nehmen, auch wenn ich es gern täte. Ich habe gesehen, dass dieser Sirin Samira gehört. Ich kann ihn nicht haben, so sehr ich es mir auch wünsche. Schade. Sofia Gergovies-Gallon. Sie ist die diesjährige Deputantin und die Tochter des Generalgouverneurs von Warschau, Georgis Gallon. Zwar macht sie als junge Frau gerade einmal ihre ersten Schritte in der gehobenen Gesellschaft, doch sie hat schon viele Bewunderer. Irgendwas in ihr ist interessant. Madame Samira, ein Medium. Ihre Seancen sind in Warschau sehr beliebt. Ich frage mich, ob Geister auch von ihr angezogen werden. Wir begegneten einander während der Soiree von Svetlana Romansevas. Zwischen uns herrschte sofort Spannung. Samira kann mich nicht ausstehen. Der Grund dafür ist wohl, dass sie selbst eine Thaumaturgin ist. Ihr Salutor ist Sirin. Sergei. Bei Svetlanas Soiree traf ich einen lebhaften jungen Mann, Sergei Alexandrowitsch Nekrasov. Anscheinend hat er eine Schwäche für Sophias Gallon und spricht dem typischen Bild eines reichen Warschau-Jünglings. Ich bezweifle, dass wir uns anfreunden werden. Also sie liegt hier. Untersuchen. Champagnergläser, die Lippen, die vor kurzem noch in Champagner sind Glas benetzt waren, formten immer wieder verletzende und verächtliche Worte. Irgendjemand bereut es anscheinend, diesen dummen Troller Luisa geheiratet zu haben. Ich bezweifle ehrlich, dass sie die dümmere von beiden ist. Einen Cognac genießen. Diskrete Halbsätze, unehrliches Lächeln und verstohlene, hinter Fächern verborgene Blicke. Nur Schein kann sein. Ich bin in eine Schlangengrube gefallen. Hier will jeder Schritt wohl überlegt sein. Hallo. Ich glaube, ich werde ohnmächtig, okay. Naja, ich kann dir ins Bettchen bringen. Sagt sie noch etwas? Shulsky, don't play with me. Oh, ich habe mit ihr können wir mehr.
I saw one of your posters. You look different in it. Really? The illustration doesn't reflect reality? How should I take that? No one warned me that I should get in costume for the party. I beg your pardon. I'm just noting that you stand out among these boring guests. Impudent. Just a bit uncouth, I'd say. Do you know the hostess well? Will you leave me alone if I say I don't? No. Svetlana Petrovna invited me, and I am doing my best to meet her expectations. Let's keep out of one another's way. Whose soul are you summoning tonight, dear madame? I only know which one I'd prefer to banish. Shoo. Maybe my dead father's. If you manage that, it would spare me a lot of trouble. Now we'll never know. Ah. I'll disappear. For now. Sometimes it's good to let things go and leave other people in peace, for your own benefit. Benefit. I think I'll take up this gauntlet. Immer nett sein, so biestigen Frauen. Here you are. Gentlemen, meet my brother. Viktor Szulski. The last Szulski to wear trousers. You don't know that. Miss Ligia could yet produce an heir to the fortune. Maybe even with me, if she doesn't tell my wife. But let's talk like men. You intend to take over your father's company, correct? Bukalskis Frau erwähnen. Oh. First, I suggest you mind your own business. Your marriage, for instance. Perhaps Louisa isn't the ninny you take her for. I beg your pardon? Hasn't it occurred to you that when you leave her at home, she might also take advantage of her solitude? What are you suggesting? You've got a cuckold's horns. Was I being too subtle? I suppose it's true what they say about you. Yes? What's that? You've lost your mind. Ich bedanken. Thank you. I've worked long and hard at that. Good luck with your business, miss. I almost feel sorry for them. Have I crossed the line? Nonsense. Ah, sie scheint Any glücklich zu sein. progress with Svetlana? Ich war noch nicht am... No. Erst fragen, ob sie You Spaß hat. enjoying yourself in this viper's den? The vodka is quite tolerable. I'm observing my own brother taking out his anger on ordinary mortals. I don't know what you're talking about. Really? Because I heard a certain conflict took place in the forecourt. Hey, they started it. I was just defending your honor. Again? Entschuldigung, ich muss ganz kurz. Das Bild ist wieder zusammengegangen. Sorry, ich habe das jetzt umstellen müssen. Ich weiß nicht warum jetzt plötzlich immer war die Taste für stumm schalten. Ich musste niesen, nämlich hat immer alles passt. Jetzt auf einmal macht es verkleinern sie mir das Bild, jetzt habe ich die umgelegt und fertig. Das ist mir zu dumm. Das habe ich schon beim letzten Spieler gehabt. Keine Ahnung warum, ich dachte, das wäre nur dort. Erwähnt, dass du Konetschkin getroffen hast. Guess who I ran into again? All mysterious and carved up. Ivan Konieczkin? What do you know about him? Not much. He was an acquaintance of Papa's. Well, in theory, it's thanks to him that we're here. What? Ligia? I know that nothing comes for free, but he really didn't want anything. Yeah, he looks like a real altruist. Ja.
Sofia Skawan, the Governor General's daughter. Do you know her? No, and I don't suggest you make her acquaintance either. Skawon can't stand thaumaturges. Warnung, haben wir da. Generalgouverneur Skawan kann Thaumaturgen nicht ausstehen. Es überrascht mich nicht. Es gibt so viele Leute, die uns eine ominöse in uns eine ominöse Bedrohung sehen. Madame Samira erwähnen. I've taken a long, deep look at Samira. She's no medium. Samira is a thaumaturge on the hunt. On the hunt? Einen wilden Salutor erzählen. Madame has spotted a salutar that's attached to one of the guests. What kind of salutor? Remember those fairy tales Mother used to read us? And the legend of the golden snake? Yes, Veles. Yes. I'm glad you're here. Are you also hunting for him? I admit I like to have him. I haven't made up my mind. Be careful. I am. That's why I haven't made up my mind. Sein Name ist Veles. Veles, der slawische Herrscher über die Unterwelt, Gott des Reichtums und Ränkeschmied. Die SOIREE ist die perfekte Umgebung für ihn. Hier kann er sich sättigen, sticheln und Intrigen spinnen. I'm going. Die merkwürdige goldene Schlange ist eine slawische Erscheinung eines Gottes der Unterwelt, des Reichtums und der Intrige, eine perfekte Kombination für gehobene Gesellschaft. Die Laster, die dieser Salutor folgt, sind verknüpft mit Heimlichkeit, einer Tendenz zur Manipulation, Ränkespiel, dem Sorgen für Verwirrung und einem Verlangen danach, die Welt mit einem eigenen Intrigen ins Unheil zu lenken. So. And the general says to him, "Tell us something funny." Then Bautski replies, "General, why don't you shoot a cannon first?" That's a good one. I'll have to tell it tomorrow at the Orwoffs. Who might this be joining our conversation? You know, sir, your face looks familiar to me. My name is Viktor Szulski. Ah, yes, I can see something in your eyes. I was sorry to hear about your father. I'll see you next time, darling. Wonderful party. See you there. Marina. I think I've offended the creme de la creme of Warsaw. This is hardly the creme de la creme. How do you find my soirée? Mehr über das Leben am Hof des Zaren erfahren. How is it, being part of the Tsar's court? It is a blessing and a curse. Forgive me if I do not elaborate. I admit I'm getting reacquainted with the social scene. You spent a long time traveling, didn't you? 15 years. Over that time, I got used to harsher surroundings. And believe me, drawing rooms can be just as dangerous as untamed steppes. You've met Anastasia and Marina. What about the others? Auf den Punkt kommen sie auf ihre Gäste ansprechen. Schau. I've already met several distinguished guests. Madame Samira definitely stands out. She is exceptional, isn't she? Her presence is the crowning glory of the evening. Has anyone else caught your eye? Ivan Konieczkin, for instance. Apparently, he knew my father. How remarkable. I wasn't aware. Konieczkin is something of a secretive person. And have you yet had occasion to meet the debutants of the season? I'll be sure to seek them out. This evening, Sofia Skawan herself is to grace us with her presence. Well, well. I suggest you move quickly. The competition is fierce. Auf den Punkt kommen und sagen, warum du hier bist. The crux of the matter is that I'm here because of my father. You knew him. That doesn't sound like a question. Of course, I was his customer.
I truly am sorry for you. Both of you. The death of someone close is always a dreadful blow. Please accept my condolences. Nachdrücklich, ja? Svetlana Petrovna, I must insist. Can you tell me something more about my father? Mr. Shulsky, I assure you we have the most delectable vodka. Besides that, I warmly encourage you to join Madame Samira's séance. It will be an unforgettable experience. I wonder, is that truly everything our soiree can offer you? I've got no choice but to suffer through tonight. No need to mince words. Dezente Andeutung. Svetlana weigert sich offen mit ihr zu reden. Vielleicht ist sie nervös, weil sie von Augen und Ohren umgeben sind, die nach Klatsch und Draht schlächzen. Trotzdem spüre ich genau, dass sie mir etwas mitteilen will. Ich sollte mich in ihrer Umgebung genau umschauen. Vielleicht finde ich so mehr heraus. Ah, jetzt tut sich da ein bisschen was. I felt something. Where is it? Tagebuch oder so. Kachelofen, auf den Gusseisen sind Ruß und Reste eines verbrannten Briefs zu sehen. Ihre sonst so ruhigen Hände zitterten fürchterlich, während sie die Zeilen liest. Er beobachtet sie. Das wusste sie bereits. Aber wie kann er es wagen, ihr zu drohen? Aufgeregt warf sie den Brief in den Ofen. Zu dumm, dass sie die Person, die sie beobachtet, nicht so einfach loswerden konnte. Die Überreste enthalten die Besorgnis des Autors über Svetlanas Zustand, die diese in einem scheinbar wohlwollenden Ton äußert. Die Nachricht endet mit einer verschleierten Drohung. Hoppala. Sie haben mich bewegt und es geht natürlich weg. Das war unabsichtlich. Okay, aber immerhin. Das war schon mal ein Hinweis. Und beim Bett geht's weiter. Seidenkissen. In dem Stoff ist eine Erinnerung an unbeschwerte Stunden, Leidenschaft und Geborgenheit verwoben, die von zwei Menschen lange herbeigesehnt wurden. Zwei Menschen haben hier beieinander Trost gefunden. Zwei Menschen, Svetlana und mein Vater. Die Seide erinnert sich. Sie erinnert sich an die zaghaften Pläne, an die wiederkehrenden Zweifel, an das friedliche Gefühl, dass alles so gut ist, wie es sein sollte, und an andere chaotische Gedanken, die vom Rausch der Leidenschaft rühren und deren Detail ich lieber nicht. Hier kann ich das noch ein bisschen runter scrollen. Das ist weg, ne? Sucht habe ich es. Schlussfolgerung, warte mal. Seidenkissen, die ich nicht wissen möchte. Achso, okay. Hier kann man sich nochmal anschauen. Okay. Okay. Reisetruhe, sie ist sehr alt, sieht aber wie neu aus. Wahrscheinlich ist sie sehr schwer. Die Truhe steht immer bereit. Svetlana hat ihre persönlichen Gegenstände mehrfach in die Truhe gepackt und wieder rausgeholt. Ihre wachsende Nervosität und Unsicherheit sind deutlich zu spüren. Muss sie gehen oder ist es besser zu bleiben? Am Ende beschließt sie, wie immer weiter zu warten und schließt die leere Truhe mit einer rastlosen Hand. Geschmolzene Kerze. Das Wachs ist heruntergetropft und erstarrt. In dem Wachs ist eine Mischung aus aufrichtigen Kummer und Angst erstarrt. Diese Gefühle wurden jedoch schnell mit geübter Kontenance überspielt. Diese Kerze stellt den besten Abschiedsgruß an,
an einen Verstorbenen da, den Svetlana sich leisten konnte. Perlenkette, damit könnte man wahrscheinlich eine Kleinstadt kaufen. Die Zuneigung und Dankbarkeit einer Frau werden durch die Schamgefühle einer anderen überdeckt. Obwohl die Kette ein gut gemeintes Geschenk der Zarin ist, fühlt sich Svetlana jedes Mal schuldig, wenn sie sieht. Svetlanas Ängste, kein Wunder, dass Svetlana so schmallippig war. Sie hat Angst, dass sie jemand auf Schritt und Tritt beobachtet, der viel über sie weiß und vielleicht sogar ihre unterdrückten Fluchtgedanken kennt. Dazu kommt, dass sie eine Affäre mit meinem Vater hatte. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, mich ins Vertrauen zu ziehen. Dann könnte ich sie endlich nach dem schwarzen Grimoire fragen. Okay. Sonst noch etwas? Balkon, schon? Gehen wir mal auf den Balkon. Achso, sie ist jetzt da draußen. I was looking for you. Do you smoke, Mr. Shulsky? I've quit. In light of our approaching conversation, why don't we dispense with the pleasantries? Call me Svetlana. Victor. Ask. You two had an affair. Two grown-up, lonely people found momentary comfort in each other's arms. But romance wasn't behind that relationship. It was just that we were both looking in the same direction. Nach dem menschlichen Gesicht eines Vaters war. I didn't have the chance to get to know him as a person, much less one who'd show such emotion. You mean love? That? Was it love? I miss him, that's all. What do you mean by looking in the same direction? That large travel chest. You changed your mind. About whether or not to pack. Right then I wanted to escape badly, but that would have had its own consequences. In this game of false appearances, I'm the best. The burned note. Who sent it? I only sensed underhanded kindness. Da, the Ochrana. I don't know which one of them exactly, if that's what you're asking. I've worked hard at it. Ochrana? It stands for Отделение по охранению общественной безопасности и порядка. In other words, the secret police. I know what they are. I'd like to know what they want. Knowledge. The Tsar's eyes and ears must be on guard. They infiltrate not only the city, but most importantly, the court. And me and my soirees too, I'm sure. When did you receive this note? A few weeks ago, back before your father. I see. I still don't know how this lovely note ended up in your hands. But in addition, I found a lovely strings of pearls, and on it, your feelings of guilt. Your power is terrifying. Do you know that? Tsarina Alexandra gave you those pearls. You two are close. I am her confidant. I could call her my friend. I see how much she devotes to her family and the nation. Yet something has changed.
Die Schuldgefühle. Your feelings of guilt. Do they have something to do with Tsarina Alexandra? With the whole empire, Ruski mir im podawaj. We, the establishment, perceive the need for change. We want reform. The Colossus is already teetering, but if it falls... La guillotine, mon chéri. But I want to live, Victor. Ideally, closer to the west. Where was my father in all this? Willingly or otherwise, he was part of the establishment that wanted change and could see revolution before it arrived. The Ochrana knew about you, hence the note. They must have noticed something. Isn't it time you told me why you really came to my soiree? Was sie vorhat? What do you intend to do now? Nothing. The soirees will continue. Society has come to expect it. Everything will stay the same. I myself shall manage. Okay. Do you think the Ochrana killed my father? Your father was crushed by a building. I don't think that's how the Ochrana works. Perhaps you're right. Auf den Punkt kommen. I hoped you might know something about the Black Grimoire. My father left it to me in his will, but the grimoire has gone missing. No. And the collapsed building? Have you been there? There's nothing there. My dear boy, I know nothing about Stanisław's book. I'm sorry, but I can't help you there. But I will not let you leave empty-handed. I strongly believe that there's one place you ought to visit. What you find there belongs to you. Thank you. No, thank you for listening. Die Ochrana. Die Ochrana ist die Geheimpolizei des Zaren, dem niemand sicher ist. Ihre Offiziere sind wie Chamäleons und arbeiten entweder verdeckt oder als scheinbare Freunde. Manchmal bahnen sie sich ihren Weg mit einem Abzeichen und einem schnellen Finger am Abzug. Sie glauben nicht an die Idee persönlichen Freiraum, Privatsphäre, Freiheit. Sie beanspruchen jedes Recht, das sie sich vorstellen können. Als die Hofdame der Zarin ist Svetlana an die ständige Anwesenheit der neugierigen Augen der Ochrana gewöhnt. Doch das bedeutet nicht, dass sie es akzeptiert. Wut staut sich in ihr auf, was ich ihr nicht verübeln kann. Können wir da durchschauen nochmal? Erhaltene Laster. Wir haben ja bisher nur Stolz. Ja, zum 1. Okay. Briefe, ja. Vaters Brief an Svetlana waren sehr liebevoll und romantisch. Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Wenn diese Briefe in die falschen Hände geraten, hätten sie den beiden Liebenden beträchtlich schaden können. Ja, im Moment warte ich natürlich darauf, dass wir den nächsten einfangen. Erst dann würde ich meine Punkte wieder verteilen. Also nicht wundern. Veles. Don't run away. Splendid ladies, distinguished gentlemen, the hour is at hand. With lights dimmed and the curtains drawn, the souls of the dead slowly gather among us. On their command, I will give the chosen among you a tarot card as your invitation to the table.
For you, sir? Die Emotionen der Karte lassen sie beinahe in Flammen ausbrechen. Die Thaumaturgin muss die gesamte Feindseligkeit, die sie in sich heraufbeschwören konnte, in die Karte gesteckt haben. Sie gilt mir. Vielleicht sollte ich mich an der Seance beteiligen und sei es nur aus der Trotz. Die Karte untersuchen. Fool. Our dear madame is fooling around and thinks you can scare me off. I'm done wasting time on this. Let us gather in secret ritual. Let's not keep the souls waiting too long. Let us also make every effort together not to spoil their visit. In Schutz der Dunkelheit. Madame Samir hat darum gebeten, dass die Fenster verdunkelt und Lichter gedimmt werden. Für ihre Seance ist eine bestimmte Atmosphäre erforderlich, weshalb das Apartment abgedunkelt werden muss, bis sie vorüber ist. Ja, ich soll jetzt vielleicht noch das auch noch machen, oder was? Fenster schließen. Hirn 3, Spiegeln an der Wand. Freude gleitet über die Oberfläche des Spiegels. Ihr Herz schlägt Purzelbäume, wenn sie die volle Aufmerksamkeit hat und ihr Name ist in aller Munde. Sophia, ein paar Unglückselige haben für sie Kopf und Kragen riskiert und buchstäblich alles verloren. Und wenn schon, das macht die Geschichte nur noch besser. Hirn steht da, gell? Können wir Hirn weitergehen? Na, auch nicht. Ich kann nichts machen. Im Herz 5 und hier haben wir doch 3. 1, 2, 3, warte mal. 1, 2, 3. Achso, das zählt so nicht. Hm? Keine Ahnung. Aschenbecher voller Zigarettenstummel. Der Zigarettenrauch wurde von fröhlichen Plaudereien begleitet. Sophias Freundinnen waren glücklich, dass sie mit ihnen gekommen war, obwohl ihr Vater es verboten hatte. Sie lieben es, ihr bei ihren kleinen Spielchen zuzuschauen, die ihnen endlos viel Gesprächsstoff liefern. Auf Zigarettenstummel ist Lippenstift zu sehen. Wenn ihre Väter sehen könnten, was sie hier tun. Sophia entfaltet sich erst richtig, wenn sie außerhalb der Sicht ihres Vaters ist. Es ist eine wahre Freude, sie bei ihren Spielchen zu beobachten. Stuhl, die hölzernen Armlehnen wirken ramponiert. Ein frustrierender Gedanke ging Sergei durch den Kopf, als er auf einem Stuhl saß und Sophia aus der Ferne beobachtete. Warum ignoriert Sophia ihn plötzlich? Er würde alles für sie tun, ihr jeden Wunsch erfüllen. Das Problem ist, dass Sophia überhaupt nicht mehr mit ihm spricht. Sie nimmt keinerlei Notiz von ihm wahr. Mr. Shulsky, may I have a word? How can I help? Jawohl. My friends and I are just playing Truth Order, and now it's my turn. Ja. Won't you dazzle me with your powers? Anmerken, dass ihr Vater Thaumaturge nicht ausstehen kann. Your father would not be thrilled about you playing games with the Thaumaturge. Maybe that's precisely the point. To keep violating his wishes? Was? Ich bin Wahrheit oder Pflicht, oder was? First, please tell me the rules of this game. Of course, I'm being silly. After all, you've been away a long time. It's simple. Each player in turn must admit a truth or accept a dare. Anyone who doesn't must drop out of the game and thereby loses. And I don't like to lose.
Okay. I would guess that to you, a dare would be the lesser of two evils. How very perceptive. It involves finding out my comrades' secrets. Irina, Maxim, or Sergei. The trick is that you're cleverer at it than I am. Der Trick ist, darauf hinweisen, dass es irreführend ist. Man immer die Pflicht halt an, ne? I accept. I knew you wouldn't let me down. Let me see what I can find. Will any secret do? Any. I'll wait anxiously for your return. I'll take a look around. Das Gesellschaftsspiel Sophia Skala mich gebeten, mit ihr Wahrheit oder Pflicht zu spielen, damit sie die Aufgabe erfüllen kann, die ihr aufgetragen wurde. Ich habe ihr diesen Wunsch erfüllt. Für sie und ihre Gefährten ist das Spiel nur ein Zeitvertreib, mit dem sie sich besser kennenlernen können, aber ich könnte es zu meinem Vorteil nutzen. Leeres Glas, zahlreiche leere Gläser. Irgendjemand hier hat einen großen Durst. Schluck um Schluck, Glas um Glas mit einem alkoholischen Getränk in der Hand lässt Maxim seinen Blick wandern, wobei er vor allem ein Auge für Frauen hat. Er wünscht es sich sehnsüchtig etwas Gesellschaft. Irina sieht für ihn heute zauberhaft aus. Die Geheimnisse des Einzelgängers. Maxim ist einsam, so wie wir alle es von Zeit zu Zeit sind. Er versucht seine Gefühle mit Alkohol zu betäuben, aber dieser hat einen umgekehrten Effekt. Irina, die Freundin von Sophias Crown, hat seine Aufmerksamkeit geweckt. Dekorative Vase. Die Vase steht blumenlos auf dem Klavier. Die Vase reflektiert die heftigen Gefühle, die in der Sergei brodeln. Es ist eine Mischung aus Eifersucht und Angst. Die Eifersucht gilt mir, er sieht in mir einen Rivalen. Die Angst gilt dem Gedanken, dass Sophia ihn ignorieren könnte, solange ich in der Nähe bin. Die Geheimnisse des Verehrers. Sergei kann einfach nicht aufhören, an Sophia zu denken. Er ist schwer in sie verliebt und würde alles für sie tun und er versteht einfach nicht, warum Sophia seine Gefühle nicht erwidert, was ihn frustriert. Er sieht in mir einen Rivalen im Kampf um ihr Herz. Äußerst elegantes, dekoratives Sofa. Sie saß auf dem Sofa und beobachtete die Menschenmenge. Normalerweise kokett und verspielt, aber in diesem Augenblick fühlt sie nur eine überwältigende Leere, ein für sie bisher völlig unbekanntes Gefühl. Sie fühlt sich einsam, sie wünscht sich Zugehörigkeit. Das Ganze dauert nur einen kurzen Augenblick. Danach grinst sie wieder und fährt mit ihrer altbekannten Scharade fort. Ausgerissene Blätter. Irgendjemand hat Gedanken verloren, Palmblätter ausgerissen, um die Nerven zu beruhigen. Irina wickelt die Blätter Gedanken verloren immer wieder um ihre Finger oder riss sie diskret aus. Sophias Scharade und Maxim, sie könnte sich direkt an ihn wenden, aber nein, sie kann es nicht. Schlussendlich gelingt es ihr nicht, den ersten Schritt zu wagen. Die Geheimnisse einer Freundin, Unschlüssigkeit verhindern, dass Irina eine Entscheidung trifft. Sie fühlte sich hin und her gerissen. Sie möchte sich gern etwas gönnen und Zeit und mit Maxim verbringen, aber wagte es nicht, die Initiative zu ergreifen. Deshalb steckt sie fest und geht in ihren Kopf sämtliche Szenarien durch. Jetzt merke ich langsam, dass ich müde werde, oder muss ich sagen, was habe ich mal viel zum Lesen? Nicht, dass ich schlimm finde, im Gegenteil, es ist eigentlich ganz cool, aber bah. Jetzt merke ich schon, wie es so bei den Augen ein bisschen schwimmen anfängt. Dass ich schon zu schielen beginne. Scheiße. Ja. Ja, so schnell kann es gehen. Fehlt mal draußen dann etwas, wenn wir auf den Flur gehen? Okay, es ist ja alles da drin.
Oh Gott. They're getting impatient. What have you found out? Ich kann nochmal ihren Fächer En zurückgeben. parlant de secrets, I found your fan. Oh, and I was just thinking that I hadn't remembered where I'd left it. Ja, freilich. Very interesting. The fan revealed to me that you dropped it on purpose. Oh, you've got me. I was hoping the right person would find it. And here we are. It worked. Oh, I was wondering where you'd gone off to. You know Sergei, don't you? We're already acquainted. Mr. Shulsky and I have completed my extra difficult dirt together. At your service. Now time for truth. Are you seeing anyone? Oh, sie ist... Eine vielsagende Frage. Sophia treibt irgendwelche Spielchen mit mir. Sie fragt mich immer wieder dreist über private Angelegenheiten aus. Eine Frechheit, aus der sie ihre Stärke zieht. Ich frage mich nur, ob sie mit Viktor Schulsky, der Person, oder Viktor Schulsky, dem Thaumaturgen, ihre Spielchen spielt. Sie ist die... Sophia Scarlons Tochter versteht sich darauf, Intrigen zu spinnen, was sie zu einem Liebling der gehobenen Gesellschaft gemacht hat. Ihre Spielchen bieten etwas Abwechslung und sorgen dafür, dass es in den Salons der Stadt jede Woche genügend Gesprächsstoff gibt. Ich bin ihr neuestes Spielzeug. Sie neckt mich, um ihren Vater zu ärgern, den der Thaumaturgen hasst. Oder ist das alles nur eine Scharade, um ihre Einsamkeit zu verbergen? Mein Herz ist schon vergeben. Ist es so? My heart is already taken. I was counting on a different response. Mr. Shulsky, our time is up. Sophia and I must leave for the seance. Madame is waiting. Thank you once more. See you. Therefore, Veles chased Sofia Skawan and her floor here. She seemed like such an innocent girl, didn't she? It's no coincidence she focused on me. After all, old Skawan hates thaumaturges. The little scamp. If I want to discern that little schemer's flaw, I'll have to join that sepulchral table. Either her scheming or her jealous knight in shining armor will help me identify her flaw. I hope her father doesn't find out. Das Laster von Sophia Scarlon. Nach einer Runde Wahrheit oder Pflicht flackert etwas um Sophia Scarlon herum auf. Ein Laster, das von Intrigen hervorgerufen wurde. Das ergibt Sinn. Sie genießt Sophia es sichtlich, Teil des gehobenen Gesellschaft zu sein und Spielchen zu spielen. Das Salutor im Hotel Imperial. Veles, der Aufwiegler, wurde vom Laster der intriganten Sophia Scarlon angelockt. Um ihn einzufangen, muss ich mich an seine Regeln halten. Das bedeutet, ich muss Sophia eine erschütternde Erfahrung aussetzen. Ich habe das Gefühl, dass ein Skandal unausweichlich ist. Okay. Tatsächlich sind wir jetzt so gut fertig an der Seance teilnehmen. Meine lieben Freunde. Wir reden nochmal mit Ligia. Did I see that you've met this Madame person? Über Svetlana reden. Unfortunately, Svetlana doesn't want to breathe a word of it. I'm sure she doesn't trust you. In company like this, that speaks well of her. Why the cold shoulder, Ligia? I've never liked her. Her manner gets under my skin. I've heard she's a dreadful schemer. Ligias Reaktion. Merkwürdig. Ich bin es nicht gewohnt, Gerüchte aus Ligias Mund zu hören. Sie ist gewöhnlich die erste, die Klatschmaler verurteilt. Der Einfluss des Salutors auf diesen Ort muss wohl so stark sein, dass sie sich dazu hinreißen ließ, diese Dinge über Svetlana zu sagen.
Die SOIREE und die gehobene Gesellschaft. Die gehobene Gesellschaft lebt für Skandale und saugt gierig sämtliche Gerüchte auf, was den Salutor gut gefällt, der hier sein Unwesen treibt. Das Laster muss in jemandem versteckt sein, der gerne Ränke schmiedet und Spielen spielt, in jemandem mit einer natürlichen Begabung für Intrigen, wissen wir schon. Na, das kann man ja erzählen. Did you know that Papa had an affair with the host of this party? Are you sure? Absolutely. As sure as the Thaumaturge can be. I felt what he felt when, well, you know. Oh, stop! That's disgusting. Quickly, change the subject. I'm going. Na gut, Freunde. Dann würde ich sagen, mit dieser Folge lassen wir es dann auch mal fürs Erste sein und wir hoffentlich schaut ihr bei der nächsten rein. Ja, dann machen wir weiter mit der Seance. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.